Bei dem Video graut es mir schon vor den Kommentaren aus der Fachwelt. Es ist ganz dünnes Eis. Heute gibt es wieder mal ein etwas anderes Video und zwar will ich wieder mal was testen. Ja, ich nenne es mal einen Hype aus den USA, den ich jetzt so schon auf mehreren verschiedenen größeren amerikanischen YouTube-Kanälen gesehen habe. Und was da gezeigt wird, ja, das kann ich irgendwie nicht so ganz glauben. Und zwar geht es da um das Gießen von Beton und zwar um trockenen Beton. Ihr habt richtig gehört. Ich zeige euch jetzt hier zunächst mal ein paar Ausschnitte aus dem Video und ihr seht schon, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Das Pärchen baut hier, so wie es aussieht, ein Fundament für einen Schuppeneingang und verwendet dazu komplett trockenen Beton. Das scheint eine Fertigmischung Betonessig zu sein und ich muss zugeben, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, da war ich doch leicht schockiert. Oder wie ist euer erster Eindruck, wenn ihr die Arbeitsweise hier jetzt das erste Mal so seht? Das würde mich auch mal interessieren. Das habe ich, wie gesagt, jetzt schon in mehreren Videos gesehen und da wird es immer so dargestellt, dass man keinen Betonmischer braucht, eine riesen Zeitersparnis hat und vor allem, dass der Beton genauso aushärtet und auch belastbar ist wie normal gegossener Beton. Also ich habe ja da, wie ihr vielleicht raushören könnt, meine ernsthaften Bedenken, aber ich lasse mich natürlich auch gern vom Gegenteil überzeugen und man kann erst wirklich mitreden, wenn man es selber ausprobiert hat. Deswegen starten wir jetzt mal einen Test, dann wissen wir gleich mehr. Los geht's! Den Test machen wir im Garten von meinem Bruder. Der hat hier noch ein Stück, wo er noch keinen Rasen angelegt hat. Und da habe ich mir für mein Fundament schon mal eine kleine Schalung angelegt. Das ist natürlich jetzt hier keine besonders aufwendige Schalung, ist ja klar. Ich habe da einfach ein paar Bretter zusammengeschraubt, habe es seitlich fixiert mit so Stützen, dass dann ja, eine gewisse Stabilität gegeben ist. Und mehr braucht man dazu nicht. Dass unser Untergrund hier jetzt für ein richtiges Fundament natürlich nicht geeignet ist, das ist ja auch klar. Für ein Fundament braucht man einen frostsicheren Aufbau, den haben wir hier natürlich nicht. Aber für unseren Test ist es ja auch egal. Nicht, dass wieder irgendwelche Leute denken, das wäre ein Tutorial, wie man Fundament macht. Das ist es nämlich natürlich nicht. Und unser Fundament hier, das kommt ja auch wieder weg. Bevor ich jetzt hier mit dem Betonieren losgelegt habe, habe ich erstmal den Boden gewässert, dass der dann später seine Feuchtigkeit von unten an den trockenen Beton abgeben kann. Wer schon mal mit Beton gearbeitet hat, der weiß ja, dass der enthaltene Zement Feuchtigkeit quasi anzieht. Das merkt man zum Beispiel, wenn man einen Sack Zement offen stehen lässt, dann zieht er durch die Luftfeuchtigkeit Wasser und härtet im Sack aus. Und dann ist er quasi unbrauchbar. Dann fangen wir mal mit dem Betonieren an. Da verwenden wir ganz normalen Betonessig. So, dann gießen wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin dann genauso vorgegangen wie in dem Video, habe den trockenen Beton in die Schalungsform gegeben, die Form bis oben hin aufgefüllt. Das sind bei mir 8 cm und ich denke, von der Höhe her ist es einigermaßen identisch. Also ich würde sagen, geschätzt hat die Schalungsform in dem Video auch ca. 8 bis 10 cm. Also die Testvoraussetzungen sind in etwa identisch. Den Betonessig habe ich dann gleich ein bisschen verdichtet, weil es fällt ja später auch weg. Und dann habe ich die Schalungsform bis zur Oberkante aufgefüllt. Ja, ich habe die Größe von meiner Schalung so gewählt, dass 2 Sack Betonessig reinpassen, weil ich wollte für den Test jetzt auch nicht allzu viel Beton so sinnlos verschwenden. Sinnlos natürlich in Anführungszeichen. Danach habe ich die Oberfläche dann so wie in dem Video mit einer Latte glatt gezogen. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann hat die Oberfläche schon mal ziemlich gut ausgesehen. Nur komplett glatt war sie natürlich noch nicht. Aber auch dafür hatten die beiden Amerikaner in ihrem Video eine Lösung. Die haben da einfach eine Farbperle genommen, haben die Oberfläche komplett abgerollt und danach war das Ergebnis wirklich richtig glatt. Also das hat mich auch ein bisschen erstaunt, wie gut es funktioniert hat. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Oberfläche ist schön glatt und dann braucht man das Ganze jetzt eigentlich nur noch zu wässern und damit machen wir jetzt weiter. Bei der ersten Wässerung, da habe ich den Gartenschlauch so eingestellt, dass vorne nur ein ganz feiner Sprühnebel rauskommt. Da kann man natürlich nicht voll draufhalten, weil sonst der trockene Beton weggespült wird und dann haut es da in die Oberfläche riesen Löcher rein und dann hat man halt später auch eine ziemlich unruhige Oberfläche und so lässt sich das vermeiden. So Leute, nach dieser Meisterleistung der Betonkunst, die ich jetzt hier hingelegt habe, gibt es mir noch ein Bierchen und dann geht es in ca. 2 Stunden mit dem zweiten Durchgang wässern weiter. Prost! So, da bin ich schon wieder. 2 Stunden sind vorbei. Zweiter Durchgang. Nach 2 Stunden hat der Beton dann schon leicht angezogen. Da kann man dann schon ein bisschen intensiver wässern. Ja, da spült es dann nicht mehr gleich alles von der Oberfläche weg. Der zweite Durchgang wäre auch erledigt. Das Ganze mache ich heute Abend jetzt noch einmal. Nochmal so in 2 Stunden. Und dann schauen wir uns morgen das Ergebnis an und machen auch einen Belastungstest. Ein bisschen mehr als 24 Stunden sind um. Über Nacht hat es ein bisschen geregnet, vorhin auch noch. Das ist natürlich gut für den Beton, aber verfälscht natürlich auch meine Testergebnisse ein bisschen. Naja, egal. Jetzt schauen wir mal, was der Beton über Nacht gemacht hat, wie die Platte aussieht.
Hier seht ihr jetzt das Ergebnis und ja, die Oberfläche ist zumindest hart, die ist nicht ganz glatt, aber für ein Fundament ist es noch in Ordnung. Dann erhöhen wir die Belastung gleich mal noch ein bisschen. Ja, soweit ist noch alles fest, aber 90 Kilo sind ja jetzt eine die Riesenbelastung, aber immerhin. Ich habe mich jetzt kurzfristig dafür entschieden, dass wir den finalen Belastungstest erst in 2 bis 3 Tagen machen werden. Da werde ich das komplette Fundament mit dem Vorschlaghammer zerstören und dann sehen wir, wie der Beton von innen aussieht. Weil das ist ja eigentlich das wahre Interessante an der Sache. Ja, für euch geht es gleich weiter. Ich muss noch ein bisschen warten. Bis gleich. Nach 3 Tagen habe ich damit voller Vorfreude mit dem Ausschalen begonnen, habe aber dann relativ schnell festgestellt, dass da irgendwas noch nicht ganz passt. Obwohl die Oberfläche eigentlich hart war und ziemlich trocken ausgesehen hat, hat es innen, also unterhalb der Schale, noch ein bisschen anders ausgesehen. Gut, es hat natürlich auch viel geregnet gehabt und das Holz hält ja auch das Wasser und die Feuchtigkeit. So sieht das ausgeschaltete Fundament jetzt mal aus. Ich muss da beim Ausschalten ein bisschen gröber vorgehen, weil ich an die unteren Schrauben nicht mehr rangekommen bin. Und wie ihr seht, hat es hier die Ecken abgerissen. Ja, das ist schon mal nicht so schön. Nee, also da habe ich wahrscheinlich eine Menge zu früh ausgeschalt. Der Beton ist noch feucht und noch bröselig. Der hat noch nicht richtig angezogen. Das dauert wohl deutlich länger wie bei flüssigem Beton. Da müssen wir mit dem Belastungstest noch ein bisschen warten. Das macht noch keinen Sinn. Ja, Mann, schon wieder warten. Aber was soll man machen? So Leute, das ist jetzt 6 Tage her, seitdem ich den Beton gegossen habe. Jetzt will ich es wissen. Jetzt machen wir den Belastungstest. Dann schauen wir mal. Nee, dazu brauche ich anderes Werkzeug. Ich denke, damit werden wir mehr Erfolg haben. Ja, also das Fundament hat jetzt doch mehr Belastungen ausgehalten als gedacht. Aber wenn man sich den Beton oben anschaut, dann ist er noch ziemlich feucht. Dass das Fundament auseinanderspringt, das war von vornherein klar, weil ist ja keine Armierung drin. Aber jetzt schauen wir mal, wie die Brocken innen ausschauen. Ja, es ist schon gleichmäßig feucht, also man hat keine trockenen Stellen drin, wie man vielleicht vermutet hätte. Ich denke, das hätte vielleicht einfach noch ein paar Tage länger gebraucht, zumal es ja die letzte Zeit auch ziemlich viel geregnet hat. Ja, aber der Test war trotzdem interessant. Also habe ich jetzt so auch nicht erwartet gehabt. Das Fundament habe ich dann wieder komplett abgerissen und entsorgt. Und dabei habe ich festgestellt, dass die unteren Schichten doch deutlich härter ausgehärtet waren als die oberen. Das war zum Beispiel auch noch eine Erkenntnis, die ich aus meinem Experiment gewonnen habe. Ja Leute, mein Fazit zu der Vorgehensweise mit dem trockenen Beton ist ehrlich gesagt ein bisschen zweigeteilt. Die auf den ersten Blick positiven Aspekte sind, dass man natürlich keinen Mischer braucht, dass man von der Zeit her schneller ist und die Arbeit auch einfacher geht und natürlich, dass man beim Gießen selbst natürlich auch mehr Zeit hat, weil der Beton ja erst aushärtet, wenn Wasser dazu gegeben wird. Das ist soweit alles richtig und das kann ich durch meinen Versuch auch so bestätigen. Aber wovon ich nicht überzeugt bin, ist, dass das Fundament genauso belastbar und beständig ist wie ein Fundament, was richtig gegossen wird. Das fängt ja schon mal damit an, dass die Aushärtung ewig gedauert hat und auch noch nicht abgeschlossen war. Also so lang dauert es mit normalem Beton auf keinen Fall, bis zumindest eine gewisse Belastbarkeit gegeben ist. Als nächstes muss man sagen, die Oberfläche habe ich euch ja gezeigt, die war ziemlich offenporig. Da kann im Winter Feuchtigkeit eindringen und wenn es dann friert, dann kann es zu Beschädigungen kommen. Also wie gesagt, von der Belastbarkeit her und der Beständigkeit, da habe ich ernsthafte Bedenken. Ich denke, die werden viele von euch auch haben. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wo die Amis aus dem Video herkommen. Wenn die zum Beispiel irgendwo im Bereich Florida oder Kalifornien leben, dann ist das Thema Frost natürlich kein Problem. Aber bei uns hier halt schon. Was mich bei dem Test aber ehrlich gesagt ein bisschen verwundert hat und womit ich auch nicht gerechnet habe, ist, dass der Beton so gleichmäßig durchfeuchtet war. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sich im Inneren dann noch so trockene Kiesnester befinden, aber das war überhaupt nicht der Fall. Das habe ich dann auch beim Abriss von dem Fundament gesehen. Naja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen unter euch, der schon mal so einen Beton trocken gegossen hat und der über Langzeiterfahrung berichten kann. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren und ich denke, ist für viele Zuschauer auch interessant. Also wenn ihr Erfahrung habt,
Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. In diesem Sinne wären wir dann mit dem Thema auch soweit durch. Beim nächsten Mal wird wieder was Cooles gebaut. Da wird es wieder extrem filigran. Mehr wird noch nicht verraten. Und wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.